Ja. Okay, dann up and away, ne? Nein. Blöder Behemoth. Und tschüss. Aber was wir gleich noch machen könnten, ist, dass ich meine Startaufstellung wechsle. Weil so schlecht ist die gar nicht. Gruppe. Ich möchte Lulu raus und Yuna rein. Genau. Gut, dann hoffen wir mal, dass wir ihn jetzt schlagen können. Ich bin guter Dinge. Ja, ja, kennen wir ja schon. Kennen wir ja schon. Nee, keine Pause bitte. Okay, Angriff. Wir machen jetzt die... Ich nehme jetzt eine Taktik. Ohne Lulu. Ja, das mache ich. Special Weißmagie erstmal. Nehmen wir jetzt erstmal nur kein Hast gar, sondern erstmal ein Hast auf Oren. Ja, jetzt kommt er gleich mit seinen Photonenstrahlen. Flucht uns erstmal alle und so. Tidus hat Zorn erlernt. Dann mache ich mit Yuna, werfe ich ein Allheilmittel drauf. Ich hoffe, das wirkt besser als Medica, denn Medica hat ja irgendwie... Okay, Flug ist immer noch da. Genau, dann jetzt erstmal Kraftbrecher. Reflekt hatte ich ja schon draufgebracht bei dem, ne? Ja, du hast schon was gemacht. Das heißt, dich kann ich jetzt erstmal auswechseln. Nee, nicht anpeilen. Blind. Schock. Yuna. Kannst Oren erstmal heilen. Genau. So, jetzt greift er nochmal an. Ich hoffe, er trifft nicht. Das ist sehr schön. Oren macht trotzdem eine Konter. Warum habe ich nicht Kraftbrecher gerade gemacht? Mache ich auf jeden Fall auch noch Geistbrecher. Ah, ich glaube, ich habe wirklich Kraftbrecher und nicht Panzerbrecher gemacht. Kann das sein? So, jetzt werde ich erstmal ganz kurz Lulu einwechseln. Ich muss ja, also ich will natürlich wieder versuchen, alle zumindest einmal kurz drin gehabt zu haben. So, Fleck kann ich natürlich nicht machen. Magie kann ich natürlich nicht machen, weil ich ja Reflekt drauf habe auf dem Typen, dass er sich nicht heilen kann. So, magischer Hauch, der würde jetzt erstmal einen killen. Er killt Oren nicht. Das ist auch interessant. Dann gucken wir doch nochmal hier auf den Kraftbrecher. Panzerbrecher, verdammt. Unkrautjäter. Na gut, jetzt hat es dann Oren doch hingebracht. Und zwar machen wir hier erstmal richtig schön weiter mit dem Blindschock. Und Lulu werden wir auswechseln gegen Yuna. Genau, und die Yuna kann jetzt natürlich Oren wiederbeleben. Mit Engel. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Ja, aber Protes müsste jetzt reflektiert werden, ne? Auf Oren. Ja, genau. Das ist, war der Sinn der ganzen Aktion. So, jetzt können wir Rico mal kurz gegen Yuna reinbringen. Ich kann da nämlich mal so eine geile Albert-Medizin bringen. Sehr schön. Ja, Wacker macht einfach weiter mit dem Blindschock. Das macht ja auch nebenbei noch gut Schaden.
Rotes, ja, zauber ruhig. Mir egal. Ich weiß, Lulu war drin, Yuna war schon drin. Titus hatte ganz am Anfang Hast gemacht, das heißt, ich bringe jetzt ganz kurz Kimari rein. Noch 22.000, was hat er alles drauf? Panzerbrecher, Geistbrecher, Reflekt. Das kann meinetwegen auch so bleiben. Vorläufig. Gut, dann... ich müsste... aber eigentlich bei Weißmagie müsste er schon Hast können. Ja, genau. Dann Hast auf Auron. Und Auron greift an. Ja, sehr schön. Jetzt macht er wieder die Photonenstrahlen. Das macht dämlich unglaublichen Schaden. Auron ist blind. Kimari schläft. Dann... ja, daneben natürlich kommt gleich der Unkrautjäger hinterher. Ja, wir machen weiter Blindschock. Wir halten ihn quasi im Blindschock, jedenfalls solange ich das kann. So, auswechseln, Yuna rein. Und zwar Weißmagie Medica. So, die Photonenstrahlen der Unkrautjäger dürfte jetzt erstmal nicht kommen. Ah, es kommt eine normale Attacke, die hoffentlich nicht trifft. Ja, sehr schön, sehr schön. Da kommt natürlich noch eine Konterattacke hinterher. Dann machen wir hier auch weiter Blindschock. So, jetzt kommt der Unkrautjäger. Jetzt ist... oh, er ist blind gewesen. Er ist blind gewesen. Sehr geil. Habt ihr das gesehen, Leute? Sehr, sehr geil. Dass ich auch keine Massenheilung habe. Das ärgert mich gerade schon so ein bisschen. Dann benutzen wir hier halt die Albert-Medizin. Das ist dann immer noch die beste Massenheilung. Daneben. Gut, jetzt wechseln wir nochmal Titus kurz. Titus ist stumm. Dann wechseln wir Kimari ein. Jetzt wird es nicht stumm. Weißmagie. Hast auf Wacker. Blindschock. Kann nicht gefangen werden, aber er ist tot, Leute. Er ist tot. We rest a little? No need. We reach the summit soon. I know. That's why I want to stop for a bit. Soon means that there's not much time left. Riku. Fine. I'll think on the way. Jo Leute, wie geil ist das denn? Wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Und zwar sehr, sehr gut eigentlich und relativ souverän. Muss man ja mal sagen. Besser als vermutet. Hey, come on, let's go. We are. We're almost there, aren't we? We've come a long way. What's so funny? You remind me of myself. Before, the closer I came to Zanarkand, the more I wondered. When we arrive, Brasker will call the final Aeon. He will fight Sin, then die. I thought my mind was made up long before. But when I stood here, my resolve wavered. Never would have figured. Legendary Guardians choke sometimes too, huh? Legendary Guardian.
I was just a boy. A boy about your age, actually. I wanted to change the world too. But I changed nothing. That is my story. Oh oh, da ist wohl einer etwas sauer. Na gut, Moment, ich will hier erstmal ganz kurz gucken nochmal. Items, Abilities, Spheroid, Abilities von Yuna. Erstmal nochmal ein bisschen eine Runde heilen hier. Nicht, dass hier gleich ein Kampf kommt, wir den Boss geschafft haben und jetzt gleich sterben. Also das wäre dann doch dumm. A city dead for 1,000 years. A city I had to see with my own eyes. The end of Yuna's journey. The last chapter in my story. My thoughts, they kept floating up and then slipping through my fingers, slipping away before I could pin them down with words. Yuna, I say no. If we go down there, then you'll... Riku, you're a true friend, and I thank you, but I must go. Down to Samarkand. I'm not saying we shouldn't go. But shouldn't we think about it some more? There's gotta be some kind of way we can save you, Yuna! All my life, I knew this moment would come. Yuni... Thank you, Riku. Thank you for everything. Don't say that, Yuni. It's not over yet. Tell Sid, thank you. No, you can tell him yourself. Please. Yuni, don't say that because we're gonna see each other again, okay? Kimari, let's go. Let's go. Ja, und da ist ja irgendein Spheroid runtergefallen. Den hole ich natürlich sofort. Ja, Titus, möchtest du uns was sagen? Einfach nur hören. Sir Orin, Kimari told me, when my father wanted me taken from Bavel to Besaid, it was you who told Kimari, right? I had always wanted to meet you someday. I am truly glad that I had that chance. Having you as a guardian was so great an honor. I don't know how to thank you. Perhaps, if I defeat Sin, that will be my thanks to you. That's what I'll do. Yes. I will challenge Sin. I will defeat Sin. If you are all there watching this, then I guess Sin is already gone. And so am I suppose. Anyway, I just wanted to say, Sir Orin, I thank you. Kimari, do you remember the first day we met?
I was only 7. My father had defeated sin, and all Bavel was celebrating. Everyone was saying what a hero my father was. I was so happy. But when night came, it occurred to me. My father had defeated sin, and now he was dead. Now I was all alone. I couldn't sleep. So I wandered into the town, away from the celebrating crowds. I stood on the bridge in Bavel, where my father and I had parted. Standing there, alone, I could see the fields where he had fought sin. Then, you appeared, Kimahri. You said you were looking for the daughter of Braska, remember? At first, I was so scared, until I realized what a gentle person you are. You weren't used to talking to children. When I told you that I was Braska's daughter, you said you would take me as far from Bavel as you could. That it was the wish of a man facing death. I think I cried then, because that was when I knew my father was dead, and I would never see him again. You just held me, without saying a word. I cried after we got to Besaid, too. When you tried to go, after leaving me in the care of the temple, I held on to you crying, "Don't go, don't go!" And you listened, Kimahri. You stayed. Kimahri, thank you. Thank you so much. And I've always liked your broken horn. Waka, Lulu. I'll never forget my days spent with you, growing up in Besaid. We always played together, us and Chapu. That's why I was always so happy, I think. And when you refused to let me become a summoner, and I did it anyway, I'm sorry. I've always wanted to apologize. You know, when you tried to stop me then, really, I was happy. I could tell you really cared about me. You were like my big brother and sister. No, I think you really were my big brother and sister. What else? I love watching you play blitzball, Waka. I even love it when you scold me, Lulu. Really. I guess that leaves the newest guardian. Star player of the Xanarkand Abes. You are... I am... Well, I'm glad... I'm glad that we met. We haven't even known each other that long, but... It's funny. So this is what it feels like. It's a much more wonderful feeling than anything I had ever imagined. Wonderful. But it hurts sometimes. I wonder. I just want to say thank you for everything. Maybe that's why it hurts. When I think about us never being together again at all. I'm afraid. No, I shouldn't say that. I'll do that part over. What you up to?
Ja, da haben wir wohl gerade den geheimen Abschiedsbrief von Yuna gehört, den wir noch hätten gar nicht hören sollen. Aber man merkt, es geht schon so ein bisschen gegen Ende. Ein bisschen ist dann wahrscheinlich immer noch 10 bis 15 Stunden Spielzeit bei Final Fantasy. Aber es wird langsam sentimental, möchte ich sagen. Ne? So, und wo sind wir jetzt eigentlich? Wir gehen gerade anscheinend aus dem Berge Gagaset raus. Ja, und Yuna hat sich halt dann bei allen bedankt, bei ihrer ganzen Garde. Und auch ein paar Gefühle für Tidus entwickelt, wie man gehört hat. Ja, nur schade, dass sie als Media dass sie nie zusammen sein können eigentlich. Schon traurig, wenn man das hört, muss man ja sagen. Und nun kommen wir an eine Stelle, die wir aus dem Intro eigentlich schon kennen. Kurz vor Zanarkand. Listen to my story. This may be our last chance. Hey, there was more, right? I mean, like that time. Anyone? I think Yes? that we should stop. Maybe. For now. Let's go. Ja, genau. Lasst uns aufhören, in Erinnerung zu schwelgen und lasst uns das Problem angehen. Aber nicht mehr in dieser Session von Final Fantasy X. Ja, auch mich stimmt das Ganze ein bisschen nachdenklich. Ist eine sehr schöne, aber auch sehr traurige Szene hier kurz vor Zanarkand. Und dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Session mal Zanarkand angehen und gucken, wie es da mit der Story weitergeht. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Session von Final Fantasy X HD Remastered. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.